Ja, wir melden uns endlich mal wieder zurück mit einem neuen Video. Und zwar haben wir diesmal kein normales Fahrzeug, das auf der Straße unterwegs ist, sondern ein Wasserfahrzeug, und zwar einen Jetski. Und es ist ein Sea-Doo GTI 155, also 155 PS. Und das Teil wiegt nicht viel, das heißt, es ist ziemlich lustig zu fahren und macht auch echt Spaß und hat ein nicht schlechtes Leistungsgewicht. Wir können hier maximal, ich glaube, 94 km/h fahren. Und das Lustigste eigentlich ist die Beschleunigung, weil da merkt man einfach, dass man fast kein Gewicht hat und eben doch relativ viel Leistung im Vergleich. Und das macht dann echt schon Spaß. Genau, hier ist auch eben ein Motorradmotor verbaut von Rotax. Und deshalb merkt man einfach, es ist eigentlich ein Motorrad auf dem Wasser. Wassermotorrad ist ein Jetski ja auch und dreht bis etwa, ich glaube, knapp 10.000 Touren. Also eben, Motorradtypisch, also über 9.000. Und da geht dann schon was. So, wir zeigen euch jetzt mal kurz, wie man an den Motor kommt. Das ist hier nicht ganz so einfach. Ich stelle mal kurz aus. Und zwar muss man jetzt nicht wegschieben lassen, sonst muss man hinten die Sitzbank entriegeln. Und dann die ganze Sitzbank wegheben. Ja, hier sieht man jetzt den Dreizylindermotor, das ist ein Viertakter. Und man sieht eben hier 3 Zylinder. Und was ganz interessant ist, der Motor steht ja relativ frei. Dadurch sieht man eben hier komplett, vorne ist der Tank. Dann eben hier der Motor. Dann sieht man Kühlung, hier ist der Jet, wo hinten das Wasser rauskommt vom Jetantrieb. Und das Ganze hat noch eine Trockensumpfschmierung, was ja logisch ist. Man kann mit dem Teil, man kann es eigentlich sogar fast über Kopf legen, man kann springen und also alles Verrückte machen. Und der Motor darf ja eben nicht Luft ansaugen, also die Ölpumpe, dass er eben nicht trocken läuft. Deshalb eben eine Trockensumpfschmierung. Die Sea-Doos werden in Kanada gebaut und als Werkstoff benutzt man hier glasfaserverstärkten Kunststoff, kurz GFK, das kennt man auch aus dem Bootsbau, weil es eben extrem stabil ist und relativ leicht dabei. Und zwar benutzt man dort Glasfasermatten, also das ist quasi ganz dünne Glasfasern, die eben verwebt sind. Und die werden in verschiedenen Lagen ganz flexibel. Ja, also das ist ganz weich, wie Stoff, wie ein dünnes Gewebe, genau. Und das wird dann einfach immer wieder mit Harz getränkt und dann eben einige Schichten übereinander. Und dadurch, dass dann diese Glasfasern in dem Harz eben drin sind, gibt es eben eine extreme Stabilität. Und die braucht man eben auch, wenn das ganze Teil eben springt 2 Meter hoch und man dann wieder aufkommt, dass es da nicht irgendwelche Risse gibt oder eben das Material überbelastet ist. Genau, häufig werden mit Jetskis auch einfach auf den Strand drauf gefahren, weil hält er aus eigentlich, ist natürlich nicht so super, aber das kann man auf jeden Fall machen. Und deshalb musst du halt auch einiges da abhaben können. So, für alle, die noch nicht so häufig in Kontakt mit Wasserfahrzeugen waren, da sind ja Jetantriebe relativ verbreitet und die Jetantriebe, die funktionieren eigentlich relativ einfach. Das Wasser wird hier in der Unterseite vom Jetski durch eine Art Gitter angesaugt, dass kein Dreck mit reinkommt, wird dann eben komprimiert, beschleunigt und hinten wieder rausgedrückt und dadurch wird eben dann der Vortrieb generiert. Hier vorne haben wir ein Fach, das kann man aufmachen, da ist es also nicht hundertprozentig trocken, aber einigermaßen trocken. Außerdem ist da die Sicherheitsausrüstung drin. Das ist ganz witzig, hier braucht man einen Feuerlöcher, ein Paddel und alles mögliche. Notrakete, Leuchtrakete. Ja, also fehlt eigentlich nur noch das Warndreieck, dann hätten wir die Autoausstattung. Zusätzlich haben wir hier oben den Tank. Also hier ist der Tank-Einfüllstutzen, den man hier sehen kann. Hier ist jetzt noch ein zweites Fach, das ist für die ganzen persönlichen Dinge, wie beispielsweise ein Handy oder auch die Papiere. Oder die Kamera. Ja, oder bei uns ist die Kamera. Das ist komplett wasserdicht. Und was noch wichtig ist, man braucht natürlich einen Führerschein für den Jetski. Bootsführerschein. Das heißt, den Bootsführerschein muss man haben, um fahren zu dürfen. So, wir machen das mal an und zeigen euch, wie wendig das Teil ist.
zeigen euch jetzt nochmal das typische Startprozedere hier beim Jetski. Wir haben so einen Magnetschlüssel. Hier, Tim, kannst du mal zeigen, genau. Der hat eben ja nur den Code drauf und der wird dann hier auf dieses Teil drauf gesteckt. Und vorher muss noch der Start-Button hier betätigt werden. Das kann der Tim jetzt mal machen. Genau, dann sieht man auch hinten, hier läuft das Testprogramm quasi durch. Und ab jetzt kann der Schlüssel aufgesteckt werden. Dann piepst der Jetski, wie ihr jetzt gehört habt. Und ja, dann kann man eben starten. Wir haben hier am Jetski an den Griffen 2 Hebel. Rechts ist Gas und links haben wir, das ist ziemlich besonders, eine Bremse. Das heißt, wenn man hier zieht, dann bremst der Jetski, indem er den Jet, der ja normalerweise geht, der Wasserstrahl hinten raus, und dann lenkt es quasi über so eine Klappe, die hinten runter geht, den Strahl nach vorne um, und dadurch kann man eben bremsen. Das kann man mit einem normalen Boot oder sowas eben nicht, aber bei Jetskis oder bei Sea-Doo geht es. Das ist, glaube ich, auch patentiert von denen. Und es ist ganz sinnvoll, weil es funktioniert echt gut. Außerdem kann man eben auch rückwärts fahren damit. Und es gibt auch einen Leerlauf. Das gibt es bei den meisten anderen Konkurrenz-Jetskis eben nicht. Das können wir auch gleich mal zeigen, wenn man auf der Stelle sich einfach drehen kann oder rückwärts fahren. Das ist schon praktisch. Gerade beim Anlegen kommt man eben durch die kleinsten Spalten damit eigentlich durch. Was mir noch einfällt, die beiden Rückspiegel, die es hier gibt, das bringt zwar in Deutschland oder in Europa nichts, aber in Amerika darf man dann auch, wenn man alleine auf dem Jetski ist, zum Beispiel hinten jemand hinterherziehen oder einen Wasserskifahrer eben hinten dran haben. Nur mit den Rückspiegeln. In Deutschland braucht man eben noch einen Beifahrer, aber in Amerika lohnt sich das eben dann. Dadurch kann man eben alleine fahren und jemand hinten dran haben. Und außerdem, man hat eben ein bisschen, man weiß, was hinter einem ist. Ja, wir haben heute echt Glück, wir können heute sogar noch mit kurz fahren. Es ist zwar nicht mehr so arg warm, aber es geht sogar noch. Ja, Glück, dieses Wochenende ist echt noch schön warm. Ja. Was man jetzt hier noch sieht, das ist der Drehzahlmesser. Genau, also hier jetzt sieht man hier die im Drehzahl. Leerlauf läuft er eben 1800 Umdrehungen, relativ hoch, wie eben bei Motoren halt üblich. Und ansonsten sieht man links unten auch noch die Trimmanzeige, also man kann trimmen. Dadurch kann man eben bestimmen, wie hoch die Schnauze eben aus dem Wasser kommt oder eben wie flach sie eben aus dem Wasser runtergedrückt ist, je nachdem wie viel Gewicht eben ist. Außerdem ist noch interessant, wir haben verschiedene Modis hier. Wir haben einmal jetzt gerade den Touring-Modus, der ist für eigentlich Tourenfahren. Und wir haben außerdem noch die Möglichkeit hier über diesen Schalter diesen Eco-Modus. Das heißt, das ist der Modus, in dem am wenigsten Treibstoff eben verbraucht wird, einzustellen. Und wir haben noch den Modus, der am meisten Spaß macht. Das ist der hier, das ist der Sportmodus. Da reagiert einfach der Motor dann ganz anders. Das heißt, die Beschleunigung geht einfach um einiges schneller, als sie in den anderen beiden Modis vonstatten geht. So, während der Tim jetzt noch ein bisschen auf dem Wasser mit dem Jetski unterwegs ist, habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit, um euch schon mal Tschüss zu sagen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat, obwohl wir diesmal auf Abwägen, und zwar auf dem Wasser und nicht auf dem Land unterwegs waren. Lasst uns da gerne ein paar Kommentare da, wie ihr es fandet. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns und ansonsten bis zum nächsten Mal wieder auf der Straße.